Vom 13. bis 24. Mai waren wir wieder mit dem Wohnmobil unterwegs. In diesem Video nehmen wir euch mit auf unsere abwechslungsreiche Rundreise. Nach einem Zwischenstopp am Fassacher See in Kärnten erkunden wir Venedigs kleine Schwester. Anschließend führt uns die Reise an den Gardasee, wo wir die Orte Bardolino und Garda besuchen. Zum Abschluss geht es an den Reschensee mit seinem berühmten Kirchturm. Am Mittwoch begann um 7:30 Uhr unsere Rundreise in den Süden. Die erste Etappe führte uns nach Villach, wo wir eine Zwischenübernachtung eingeplant hatten. Auf dem Weg dorthin machten wir noch einen kleinen Umweg über den Millstätter See und konnten bereits auf der Anreise die beeindruckende Landschaft Kärntens genießen. Der Motor brummt, jetzt geht es los. Vor uns die Straße, hinter uns das Grau. Wir lassen alles los, was uns sonst hält, und suchen uns ein Stück von dieser Welt. Auf 4 Rädern durch die Welt, das Zuhause immer dabei. Kein Termin, keine Uhr, nur du und ich, wir zwei. Die Fenster auf, der Wind erzählt Geschichten. Glück ist es, dem Alltag zu entfliehen. In unserem Camper ist die Freiheit einfach grenzenlos. Alle Ängste, alle Sorgen bleiben zurück und werden klein. Wir sehen die Welt durch unsere Scheiben ziehen und wissen, Glück heißt, zusammen zu fliehen. Einfach weg ins Blaue ohne Plan. Hand in Hand, Kilometer um Kilometer lang. Mal planen wir, mal fahren wir spontan. Bleiben dann stehen bei Bergen oder bei einer schönen Stadt. Glück ist es, neue Orte zu entdecken und mit Erinnerungen weiterzufahren. In unserem Camper ist die Freiheit einfach grenzenlos. Alle Ängste, alle Sorgen bleiben zurück und werden klein. Wir sehen die Welt durch unsere Scheiben ziehen und wissen, Glück heißt, zusammen zu fliehen. Einfach weg ins Blaue ohne Plan. Hand in Hand, Kilometer um Kilometer lang. Irgendwann, da bleiben wir vielleicht mal stehen. Doch bis dahin gibt's noch so viel zu sehen. Solange der Tank uns trägt und unser Herz noch will, ist jeder neue Tag ein großes Spiel. In unserem Camper, da ist die Freiheit grenzenlos. Mit dir an meiner Seite, da bin ich zu Haus. Gegen 12:30 Uhr erreichten wir den Campingseehof am Fassacher See bei Villach. Aufgrund seiner günstigen Lage nahe der italienischen Grenze hatten wir hier bereits im Vorfeld für eine Nacht reserviert. Der Campingplatz verfügt über rund 150 Stellplätze, von denen viele von Dauercampern genutzt werden.
Außerdem bietet der Platz moderne, saubere Sanitäranlagen und besonders praktisch ist auch die Bushaltestelle, die sich nur wenige Meter vom Campingplatz entfernt befindet. Auch ein Spielplatz und ein Aufenthaltsraum sind vorhanden. Im Sommer lädt der direkt angrenzende Vassacher See zum Baden und Entspannen ein. Wir nutzten den Nachmittag, um einfach nur die Seele baumeln zu lassen und die Sonne zu genießen, bevor unsere Reise am nächsten Tag weiterging. Obwohl die Bundesstraße ganz in der Nähe verläuft, empfanden wir den Verkehrslärm nicht als störend. Wer nicht selbst kochen möchte, findet direkt auf dem Campingplatz ein Restaurant mit schöner Terrasse. Da uns das vegetarische Angebot dort etwas zu überschaubar war, entschieden wir uns am Abend für das gegenüberliegende Wirtshaus Josef und ließen den Tag dort gemütlich ausklingen. Nach einer entspannten Nacht und einem gemütlichen Frühstück verabschiedeten wir uns am nächsten Morgen von Villach. Die erste Etappe unserer Rundreise lag hinter uns und es ging weiter nach Italien. Für die Durchreise in den Süden oder einen Städtetrip nach Villach würden wir jederzeit gerne wiederkommen. Ah, l'Italia chiama il cuore, con la sua luce che non muore, tu ed io. La strada davanti a noi, questo è il nostro viaggio, la nostra storia. Felicità è partire insieme verso l'Italia, tra montagne e pianure, tra arte e magia. Ogni chilometro è un sorriso da raccontare. Felicità è scappare dalla routine, lasciare l'orologio, dimenticare la fretta, ritrovarci in un bacio, in una piazzetta. La felicità sei tu accanto a me, con il nostro camper, liberi come il vento. Scopriamo posti nuovi, mano nella mano. Felicità è goderci la vita insieme. Ogni risveglio è nostro, ogni strada è un dono. Questo è il nostro sempre. Questo è il nostro suono. Svegliarsi tra i monti, il caffè sul fornello. L'Italia ci abbraccia con il suo mantello. Felicità è visitare luoghi nuovi col nostro camper. Parcheggiamo dove il cuore ci porta. Piccoli borghi, una piazza, una porta. E ridiamo di niente sotto cieli infiniti, perché il mondo è più bello se siamo uniti. La felicità sei tu accanto a me, con il nostro camper, liberi come il vento. Scopriamo posti nuovi, mano nella mano. Felicità è goderci la vita insieme. Ogni risveglio è nostro, ogni strada è un dono. Questo è il nostro sempre. Questo è il nostro suono. Se mi chiedono cos'è la felicità, rispondo è questo viaggio che non finirà. Tu, io, l'Italia e la libertà. Felicità è goderci la vita insieme, per oggi, per domani, per l'eternità. Ziel auf der rechten Seite.
Gegen 14:15 Uhr erreichten wir den Camping Adriatico in Sottomarina. Hier hatten wir bereits im Vorfeld einen Stellplatz für 4 Nächte reserviert. Nach dem Check-in richteten wir uns zunächst auf unserem Stellplatz ein und verschafften uns dann einen ersten Eindruck von der Anlage. Der Campingplatz bietet alles für einen angenehmen Aufenthalt. Neben einem kleinen Shop und einem Restaurant gibt es sogar einen Pool, für den allerdings Badekappenpflicht gilt. Die Sanitäranlagen sind zweckmäßig und waren sauber. Neben den in Italien typischen Hocktoiletten stehen glücklicherweise auch einige Kabinen mit herkömmlichen WCs zur Verfügung. Der Platz liegt direkt gegenüber vom feinen Sandstrand von Sottomarina. Dieser beliebte Badeort gehört zu Chioggia und ist vor allem für seinen breiten Strand und die lange Promenade bekannt. Hier finden sich zahlreiche Restaurants, Bars, kleine Geschäfte und weitere Freizeitangebote, die den Ort besonders bei Badeurlaubern beliebt machen. Das Wetter zeigte sich bei unserer Ankunft ja zunächst von seiner ungemütlichen Seite. Als der Regen nachließ, zog es uns dann an den Strand, wo wir entlang des Ufers spazierten und das vom Wind aufgewühlte Meer beobachteten. Camminiamo sulla spiaggia, canta il mare piano. La brezza tra i capelli ci accompagna, piano piano. L'Italia è così bella, ovunque guarderai. C'è un po' di meraviglia In tutto ciò che fai. A volte il cielo cambia, si colora di grigio, Ma questo posto resta. sempre un piccolo prodigio. Il sole tornerà, vedrai, Dopo la pioggia splenderà. tra sogni di vacanza e libertà. Tra le onde e l'immensità. Anche quando il cielo sembra dire no, Noi sappiamo che ritornerà. il sole tornerà. Le impronte sulla sabbia e il mare davanti a noi. Raccogliamo i nostri istanti come fossero tesori. Il profumo dell'estate si confonde con il vento. E ogni attimo vissuto resta dentro al sentimento. Perché la vera bellezza non vive solo nel sereno, Ma anche nelle nuvole. che passano più o meno. Il sole tornerà, vedrai, Dopo la pioggia splenderà. tra sogni di vacanza e libertà. Tra le onde e l'immensità. Anche quando il cielo sembra dire no, Noi sappiamo che Am Abend gingen wir dann noch im Restaurant des Campingplatzes essen, das seit über 15 Jahren von einer lokalen Familie betrieben wird. Auf der Karte stehen vor allem frische Fischspezialitäten aus der Adria. vedrai, più luminoso che mai. mano nella mano lungo il mare blu. Am Freitag machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Da es fast den ganzen Tag regnete, waren unsere Möglichkeiten für Unternehmungen recht begrenzt. Bis auf einen kurzen Spaziergang am Strand verbrachten wir den Tag daher ganz entspannt im Wohnmobil und nutzten die Zeit zum Relaxen.
Nachdem der Vortag fast komplett ins Wasser gefallen war, konnten wir uns am Samstag über trockenes Wetter freuen. Da im Laufe des Nachmittags sogar die Sonne zum Vorschein kommen sollte, machten wir uns gegen 11:45 Uhr auf den Weg in die 2,5 Kilometer entfernte Altstadt. Unterwegs nutzten wir die Gelegenheit, noch einige Einkäufe in einem Supermarkt zu erledigen. Über die Isola dell'Unione führte unser Spaziergang von Sottomarina hinüber in die historische Altstadt. Mit jedem Schritt wurde das maritime Flair der kleinen Hafenstadt spürbarer und die Vorfreude wuchs. Im Ristorante La Chosa, direkt am Canale Vena, gönnten wir uns zunächst eine kleine Stärkung, bevor wir anschließend zur eigentlichen Stadtbesichtigung aufbrachen. Prego. Grazie. Chioggia gilt als eine der ältesten Städte der venezianischen Lagune und besitzt eine Geschichte, die möglicherweise weiter zurückreicht als die Venedig selbst. Bereits in römischer Zeit war die Stadt ein wichtiger Hafen und Handelsort. Im Mittelalter entwickelte sich Chioggia zu einem bedeutenden Zentrum für Fischerei und Salzhandel innerhalb der Republik Venedig. Während des sogenannten Kriegs von Chioggia im 14. Jahrhundert wurde die Stadt schwer zerstört, nachdem genuesische Truppen sie besetzt hatten. Nach der Rückeroberung ließ Venedig Chioggia wieder aufbauen und stärker befestigen. Viele der heutigen Kanäle, Brücken und Straßenzüge stammen aus dieser Zeit. Bis heute erinnert Chioggia mit seinen Wasserwegen, engen Gassen und bunten Häuserfassaden stark an Venedig. Beide Städte entstanden in derselben Lagunenlandschaft und teilen eine jahrhundertealte maritime Kultur. Dennoch unterscheidet sich Chioggia deutlich von der berühmten Nachbarschaft. Während Venedig durch prachtvolle Paläste, monumentale Architektur und internationalen Tourismus geprägt ist, wirkt Chioggia ruhiger, bodenständiger und authentischer. Das Leben der Stadt ist bis heute eng mit Fischerei, Hafenarbeit und dem Alltag ihrer Bewohner verbunden. Genau dieser Kontrast macht Chioggia für viele zum ursprünglicheren Gesicht der venezianischen Lagune. Bevor wir uns auf den Rückweg zum Campingplatz machten, gönnten wir uns noch eine kleine Pause am Kanal. Inzwischen hatte sich die Sonne durchgesetzt, sodass wir bei einem Trink die besondere Atmosphäre von Chioggia genießen und dabei die Eindrücke des Tages Revue passieren lassen konnten. Anschließend ging es mit dem Bus zurück zum Campingplatz.
Später ließen wir den Tag bei einem entspannten Spaziergang am Strand ausklingen. Am nächsten Morgen wurden wir von strahlendem Sonnenschein begrüßt. Da stand schnell fest, die wunderschöne Altstadt von Chioggia wollten wir noch einmal bei bestem Wetter genießen. Nach einem gemütlichen Frühstück ging's los. Die Fondamenta San Domenico zählt zu den stimmungsvollsten Orten Chioggias. Die Uferpromenade verläuft entlang des Canale San Domenico und führt direkt zur kleinen Insel San Domenico mit ihrer historischen Kirche. In Chioggia, città di canali e mare, la vita scorre lenta, senza pensare. I pesci nuotano, i gatti dormono e il sole tramonta sul mare Adriatico. Chioggia, città di cuore, dove il tempo si ferma e l'amore sulle strade strette e le case colorate. Chioggia, città di cuore, dove io voglio stare. Le tradizioni sono vive e la gente è amabile. Il pesce fresco, il vino buono, è incredibile. La laguna è bella e il mare è calmo. E io sono qui a Chioggia, senza alcun malumore. Chioggia, città di cuore, dove il tempo si ferma e l'amore sulle strade strette e le case colorate. Chioggia, città di cuore, dove io voglio stare. Ponte di Vigo ist das bekannteste Wahrzeichen von Chioggia und gilt als das symbolische Eingangstor zur Lagunenstadt. Die elegante Steinbrücke überspannt den Canale Vena und wird oft als Balkon von Chioggia bezeichnet, weil sie einen weiten Blick über die venezianische Lagune eröffnet. Bereits während des Kriegs von Chioggia im 14. Jahrhundert soll an dieser Stelle eine Brücke gestanden haben. Die ursprüngliche Holzkonstruktion wurde später durch die heutige Steinbrücke ersetzt
und im Laufe der Jahrhunderte mit kunstvollen Balustraden, Marmordekorationen und kleinen Löwenfiguren verziert. Bis heute zählt die Ponte di Vigo zu den meist fotografierten Orten der Stadt und oft wird sie als Rialtobrücke von Chioggia bezeichnet. Kleiner, aber mit einem ganz eigenen Charakter, der die Geschichte und die maritime Seele der Stadt widerspiegelt. Die Piazzetta Vigo ist einer der schönsten und bekanntesten Plätze Chioggias. Von hier aus reicht der Blick über die venezianische Lagune bis zu den Inseln Pellestrina und Lido. Die Piazzetta bildet den Übergang zwischen Stadt und Wasser und ist seit Jahrhunderten ein wichtiger Treffpunkt für Bewohner, Fischer und Reisende. Von der Piazzetta Vigo führt der Weg direkt in den Corso del Popolo, die Hauptstraße und das lebendige Herz von Chioggia. Seit Jahrhunderten bildet sie die zentrale Achse der Altstadt und verbindet die wichtigsten Plätze, Kirchen und historischen Gebäude miteinander. Anders als die engen Gassen Venedigs überrascht der Corso del Popolo mit seiner außergewöhnlichen Breite und seinem offenen Charakter. Entlang der Straße reihen sich Cafés, Restaurants, kleine Geschäfte und historische Palazzi aneinander. Hier spielt sich das tägliche Leben der Stadt ab. Einheimische treffen sich zum Plausch, Besucher schlendern durch die Altstadt und auf den Plätzen finden regelmäßig Märkte und Veranstaltungen statt. Besonders an Markttagen verwandelt sich der Corso del Popolo in ein buntes Zentrum voller Stände, Düfte und Stimmen. Der traditionsreiche Wochenmarkt von Chioggia findet normalerweise jeden Donnerstag statt und zählt zu den größten Märkten Venetiens. Doch am 17. Mai verwandelte sich die Altstadt ausnahmsweise an einem Sonntag in ein lebendiges Marktzentrum. Grund dafür war eine Verlegung des Markttags wegen der Feierlichkeiten zu Ehren der Stadtheiligen San Felice und San Fortunato. Si sveglia piano la città sul mare, il sole comincia la laguna ad orare. Sul corso del popolo arrivano già le voci del mercato e la sua vivacità. Tra frutta colorata e profumo di caffè, un sorriso da lontano si ferma accanto a me. Le cassette di limoni brillano al sole mentre la mattina racconta le sue parole. È il giorno del mercato, che bella energia, tra colori e risate nel cuore di Chioggia. Vestiti al vento, profumo di pane, la vita scorre semplice tra le persone. Il giorno del mercato sotto il cielo blu, tra mille piccoli incontri che non dimentichi più. E tra le bancarelle, tra sogni e allegria, si respira l'anima vera di questa città. Le signore scelgono fiori e verdura, i bambini corrono senza paura. C'è chi cerca una camicia che un cappello da indossare, chi si ferma semplicemente a guardare. Le campane accompagnano la melodia dei passi che riempiono ogni via. Tra il pesce fresco e le voci dei venditori nascono storie, ricordi e sapori. E mentre il tempo passa lentamente, Ogni sorriso sembra più importante. in questo angolo d'Italia vicino al mare, la felicità è nelle cose da condividere. Il giorno del mercato, che bella armonia, tra colori e risate nel cuore di Chioggia. Tra la laguna e la gente che va, ogni giovedì ritorna questa
Quando le bancarelle piano andranno via, resterà nell'aria la sua poesia, e chi l'ha vissuto lo sa già. Il sole danza sopra la città, la gente passa senza fretta qua. Un sorriso, due parole al bar e il tempo sembra non contare più. Le voci riempiono la piazza piano, un caffè, un saluto da lontano. Nessuno corre, nessuno va via, si vive il momento e così sia. Lascia che sia, lascia che vada, come il vento lungo la strada. Un bicchiere al sole, la musica leggera, e la vita sembra bella davvero. Lascia che sia, senza pensieri, tra i sogni di oggi e quelli di ieri. Guardando la gente passare così, scopro che la felicità è qui. Un sarti spritz riflette il cielo blu e le risate arrivano fin qua giù. I colori del mercato intorno a noi e mille storie negli occhi suoi. Le ore scorrono senza rumore tra il profumo del mare e il buon umore. E mentre il giorno lentamente va, resta soltanto questa libertà. Non serve molto per stare bene, un tavolino al sole va già bene. Tra un brindisi e una fotografia, ci lasciamo portare via. Lascia che sia, lascia che vada, come il vento lungo la strada. Un bicchiere al sole, la musica leggera, e la vita sembra bella davvero. Lascia che sia, dolcemente, con il sorriso di tutta la gente. Mentre il sole si spegne laggiù, porterò questo momento con me. Die Kathedrale di Santa Maria Assunta ist die wichtigste Kirche Chioggias und prägt seit Jahrhunderten das Stadtbild am Corso del Popolo. Direkt daneben steht der freistehende Glocken- und Uhrturm, der als markanter Orientierungspunkt der Altstadt dient. Die heutige Kathedrale wurde im 17. Jahrhundert nach Plänen des venezianischen Architekten Baldassare Longhena errichtet und ersetzte ältere Gotteshäuser, die im Laufe der Geschichte zerstört worden waren. Bis heute ist die Kathedrale ein bedeutendes Wahrzeichen Chioggias und ein Symbol für die enge Verbindung der Stadt mit der venezianischen Lagune und ihrer traditionsreichen Vergangenheit. Von der Piazzale Perotolo aus überquerten wir die Ponte Cuccagna und gelangten auf die andere Seite des Canale Vena, mitten hinein in das historische Herz von Chioggia. Der Canale Vena ist der wichtigste Kanal der Altstadt und durchzieht Chioggia wie eine zentrale Lebensader. Beidseitig säumen ihn dicht aneinandergereihte Häuserfassaden, kleine Brücken und Uferpromenaden, die das typische Bild der Stadt prägen. Früher diente der Kanal nicht nur als Verkehrsweg, sondern auch als direkte Verbindung für Fischer und Transportboote, die Waren und Fisch durch die Stadt brachten. Heute ist er vor allem ein malerischer Mittelpunkt des Stadtlebens und einer der schönsten Orte, um das authentische Chioggia zu erleben.
sotto il sole della laguna blu. Camminiamo piano io e te qua giù, tra le calli strette il profumo del mare, Chioggia ci invita a restare. Le barche danzano sul canale Vena, la brezza leggera rende tutto sereno. Ogni ponte racconta una storia lontana tra i riflessi dell'acqua veneziana. Tra acqua e cielo io e te, seguendo il vento che passa da sé, tra luci dorate la voce del mare, questa città ci fa innamorare. Tra acqua e cielo senza età, ogni momento diventa eternità, e mentre il tramonto colora la via, resta con noi la magia di Chioggia. Dalla piazzetta Vigo guardiamo lontano, le onde accompagnano il nostro cammino piano, un caffè condiviso, un sorriso sincero, e il tempo sembra fermarsi davvero. Sul corso del popolo passa la vita, tra voci e mercati la città infinita, ogni angolo custodisce un'emozione, ogni passo una nuova canzone. Quando la sera accende le stelle si specchiano piano sulle onde più belle, e nel silenzio di questa laguna la notte ci culla sotto la luna. Tra l'acqua e cielo io e te, con la laguna che vive perché, tra sogni e ricordi che il tempo non porta via, rimane per sempre questa poesia. Tra acqua e cielo lentamente, come una fotografia nella mente, e quando partiremo da questa armonia porteremo con noi un po' di Chioggia. Zum Abschluss unseres Stadtbummels kehrten wir im Ristorante Al Porto ein. Auf dem Weg zurück zum Campingplatz legten wir in Sottomarina noch einen letzten Stopp in einer kleinen Strandbar direkt am Meer ein. Dort stillten wir unseren Durst bei einer kühlen Erfrischung und genossen den Blick auf den Strand und die Wellen der Adria. Am Montag verließen wir Chioggia und setzten unsere Tour fort. Bevor wir zu unserem nächsten Ziel aufbrechen konnten, mussten wir wegen eines Elektronikproblems einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen.
Bereits beim Einparken auf unserer Parzelle trat der Fehler auf und der Motor ließ sich nur noch manuell über das Borddisplay starten und ausschalten. Auf der Suche nach Hilfe fuhren wir insgesamt 3 verschiedene Fachwerkstätten an, die glücklicherweise alle entlang unserer Route lagen. Erst in der letzten Werkstatt konnte uns schließlich weitergeholfen werden. Um die Ursache zu beheben, wurde die Batterie für etwa 30 Minuten abgeklemmt. Danach funktionierte das System glücklicherweise wieder einwandfrei, sodass wir unsere Reise fortsetzen und weiter Richtung Gardasee fahren konnten. Die Straße liegt vor uns im warmen Licht. Der Alltag bleibt ein gutes Stück zurück. Andiamo la strada va. Durch Sonne, Wind und Bella Italia. Noch ein paar Kurven, noch ein Stück. Und wieder wartet neues Urlaubsglück. Piano, piano, ganz leicht und frei. Mit diesem Gefühl tief in uns dabei. Dolce Vita, so fühlt es sich an, wenn man einfach genießen kann. Wow. Wir schauen hinaus und lassen uns treiben, ohne Pläne, ohne auf die Uhr zu schauen. Che bella giornata, che bella realtà. Und die Vorfreude wächst mit jedem Kilometer. Noch ein paar Kurven, noch ein Stück. Und wieder wartet neues Urlaubsglück. Piano, piano, ganz leicht und frei. Mit diesem Gefühl tief in uns dabei. Dolce Vita, so fühlt es sich an, wenn man einfach genießen kann. Gegen 15 Uhr erreichten wir den Camping Continental am Lago di Garda. Der Platz befindet sich in idealer Lage am östlichen Seeufer. Das Zentrum von Bardolino ist nur etwa 1,5 Kilometer entfernt und Garda erreicht man nach rund 2,5 Kilometern bequem über die Uferpromenade. Nach der Anmeldung und dem Einrichten unseres Stellplatzes gönnten wir uns zunächst eine kleine Stärkung. Danach erkundeten wir bei einem ersten Rundgang den Campingplatz und die Umgebung. Die moderne, terrassenförmig angelegte Anlage verfügt über ein Schwimmbad mit herrlichem Blick auf den See sowie eine Ruhezone mit Liegestühlen. Ein Supermarkt und ein Restaurant befinden sich ebenfalls direkt auf dem Campingplatz. Die Zufahrten zu einigen Parzellen sind recht eng, sodass es für Wohnmobile über 7,5 Meter etwas anspruchsvoll werden kann. Neben Stellplätzen in verschiedenen Größen werden auch Bungalows zur Miete angeboten. Die Fähr- und Entsorgungsstation befindet sich zentral auf dem Campingplatz. Die Sanitäranlagen sind zwar nicht mehr die neuesten, waren während unseres Aufenthalts jedoch stets sauber und vollkommen ausreichend. Sogar an unsere geliebten Vierbeiner wurde gedacht. Auf dem Gelände gibt es einen kleinen eingezäunten Hundeplatz. Über mehrere kotgesicherte Zugänge gelangt man direkt zur Uferpromenade. Entlang des Weges laden kleine Snackbars zu einer Pause ein, während die großzügige Liegewiese am Seeufer ideale Voraussetzungen bietet, um zu entspannen und die besondere Atmosphäre des Gardasees zu genießen. Zum Abendessen kehrten wir im Restaurante Sitomato ein, das sich direkt auf dem Campingplatz befindet. Bei gutem Essen und einem schönen Blick auf den Gardasee ließen wir den Tag entspannt ausklingen. Bei herrlichem Wetter machten wir uns am Dienstagmittag auf den Weg nach Bardolino.
Vom Campingplatz aus erreicht man das Zentrum des beliebten Urlaubsortes in etwa 20 Minuten zu Fuß entlang der Uferpromenade. Dabei sollte man jedoch die Radfahrer im Blick behalten. Auf dem gut frequentierten Weg sind manche doch recht zügig unterwegs. Nach dem Spaziergang entlang des Uferwegs passiert man den Hafen des Centro Nautico Bardolino. Kurz darauf erreicht man die schöne Seepromenade, an der sich ein herrlicher Blick auf die Weite des Gardasees eröffnet. Bardolino kann auf eine Geschichte von mehr als 2000 Jahren zurückblicken. Schon die Römer schätzten die Lage am Gardasee und im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich aus dem einstigen Fischerort einer der bekanntesten Orte der Region. Über die Grenzen hinaus bekannt wurde Bardolino vor allem durch den gleichnamigen Rotwein. Die Weinberge in den sanften Hügeln rund um den Ort gehören seit Generationen zum Landschaftsbild und prägen die Kultur der Region bis heute. Der Hafen von Bardolino bildet seit Jahrhunderten das Herzstück des Ortes. Früher legten hier vor allem Fischer und Handelsboote an, die maßgeblich zum Leben und Wohlstand der Region beitrugen. Mit seinen bunten Booten, den Cafés direkt am Wasser und dem herrlichen Blick auf den Gardasee zählt der Porto di Bardolino zu den beliebtesten Fotomotiven des Ortes. Gleichzeitig lädt er dazu ein, auf einer der zahlreichen Bänke Platz zu nehmen und das mediterrane Flair bei einem Blick über das glitzernde Wasser zu genießen. Unmittelbar am Hafen schließt sich die Piazzetta San Gervaso an. Der kleine Platz verbindet die historische Altstadt mit der Uferpromenade und wird vom Rathaus Bardolinos geprägt. Zwischen zahlreichen Lokalen, Promenade und den im Hafen liegenden Booten herrscht hier den ganzen Tag über ein lebendiges, aber dennoch entspanntes Treiben. Die Piazzetta ist damit ein idealer Ort, um das besondere Lebensgefühl Bardolinos hautnah zu erleben. Vom Hafen aus gelangt man direkt zur Piazza Giacomo Matteotti, einem der zentralen Plätze Bardolinos. Benannt wurde die Piazza nach dem italienischen Politiker, der sich für Demokratie und soziale Reformen einsetzte. Heute bildet der Platz das lebendige Herz des Ortes und ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Besucher.
Mitten auf der Piazza steht die Pfarrkirche San Niccolò e Severo. Gemeinsam mit den farbenfrohen Häusern, den bewachsenen Balkonen und den eleganten venezianischen Fenstern verleiht sie dem autofreien Platz seinen ganz besonderen Charme. Von der Piazza Giacomo Matteotti aus lassen sich die verwinkelten Gassen der Altstadt wunderbar erkunden. Hier stehen pastellfarbene Häuser dicht an dicht, dazwischen kleine Läden, Cafés und Restaurants. Beim Bummel durch die engen Gassen entdeckt man immer wieder liebevoll dekorierte Fassaden und versteckte Winkel, die den besonderen Flair des historischen Ortskerns ausmachen. L'acqua calma del lago mi parla piano. Il sole scende dietro il Monte Baldo. Dal campeggio guardo le luci in lontananza. Mi sento a casa, anche se sono lontano. Bardolino, vento tra i vicoli, odore di vino e di gelsomini. Se resto qui un giorno, resto per sempre, sotto il cielo che non ha confini. La sera accende le luci sul lungo lago. La gente ride, il tempo va più lento. Un bicchiere rosso, un brindisi al momento, e il lago mi canta il suo canto antico. Bardolino, vento tra i vicoli, odore di vino e di gelsomini. Se resto qui un giorno, resto per sempre, sotto il cielo che non ha confini. E se domani devo ripartire, porto con me questo blu nel cuore. Bardolino, oh, resta con me. Nachdem sich langsam der Hunger bemerkbar gemacht hatte, kehrten wir im Ristorante Corte San Giovanni ein. Im großzügigen Außengarten ließen wir uns die italienische Küche schmecken und genossen die entspannte Atmosphäre. Das Restaurant liegt im historischen Zentrum von Bardolino innerhalb der Mauern eines ehemaligen Gutshofes. Zwischen mediterranen Pflanzen und Sonnenschirmen lässt es sich hier wunderbar verweilen. Gut gestärkt setzten wir unsere Erkundungstour durch Bardolino fort und machten uns auf den Weg, weitere Ecken des malerischen Ortes zu entdecken.
Mitten im Herzen von Bardolino befindet sich der historische Borgo Bardolino, ein liebevoll restaurierter Innenhof mit mediterranem Flair, kleinen Boutiquen, Restaurants und viel italienischem Charme. Einst gehörte das Areal zur traditionsreichen Weinkellerei Guerrieri Rizzardi, deren Geschichte bis ins Mittelalter zurückreicht. Zwischen alten Mauern, gepflegten Gärten und historischen Gebäuden trifft Vergangenheit auf modernes Lebensgefühl. Il mattino si accende piano, sul lago c'è un richiamo, Bardolino mi chiama, con il suo sorriso chiaro, Aperol spritz tra le mani, il sole caldo che riscalda, il cuore batte più leggero, questa è la mia giornata. Tra le strade di pietra il vento canta la sua canzone e io respiro questa dolce vita senza alcuna preoccupazione. Sole sulla pelle, sapori d'estate, pizza fumante, risate infinite fate. Questa Bardolino nel cuore, la mia felicità. Passeggio lungo il lago, i riflessi d'oro sull'acqua. Ogni momento è un dono, la mente si rilassa. Tra vino e mare, tra amici e il tempo si ferma un po', la mia anima si eleva. Tra le strade di pietra il vento canta la sua canzone e io respiro questa dolce vita senza alcuna preoccupazione. Sole sulla pelle, sapori d'estate, pizza fumante, risate infinite fate. Questa è vita, la vera libertà. Am Rande des historischen Zentrums besuchten wir die Kirche San Severo. Das romanische Gotteshaus aus dem 11. Jahrhundert zählt zu den bedeutendsten und besterhaltenen Bauwerken seiner Art im Veroneser Raum. Besonders sehenswert sind die gut erhaltenen Fresken aus dem 12. und 13. Jahrhundert sowie die historische Krypta, deren Ursprünge bis in die Zeit der Langobarden zurückreichen. Bevor wir uns schließlich auf den Rückweg zum Campingplatz machten, gönnten wir uns noch ein leckeres Eis in einer Gelateria am Hafen.
entlang des Lungolago Francesco Lenotti schlenderten wir zurück zu unserem Wohnmobil. Die gepflegte Uferpromenade zählt zu den schönsten Abschnitten des Ortes und bietet immer wieder herrliche Ausblicke auf den See. Ein besonderer Blickfang sind der Springbrunnen im Wasser und das Riesenrad am Ufer. Camminiamo piano accanto al lago, dove l'acqua sfiora la città. Le palme seguono il sentiero e il vento porta libertà. E mentre il mondo corre via, qui tutto trova armonia. Lungo il lago di Bardolino, tra riflessi e sogni leggeri, seguo il ritmo del tuo sorriso, come fanno i gabbiani nel cielo. Le terrazze guardano l'acqua, tra risate e complicità. Le montagne in lontananza disegnano l'eternità. Le barche sembrano sospese tra l'azzurro e l'immensità. Ogni passo lascia un'emozione che nessuno cancellerà. Lungo il lago di Bardolino, dove il tempo si lascia andare, tra la luce e la meraviglia, c'è un momento da ricordare. Lungo il lago di Bardolino, tra emozioni semplici e vere, come una canzone che resta dentro il cuore per sempre. Zurück auf dem Campingplatz ließen wir den Tag in aller Ruhe ausklingen. Am Mittwoch brachen wir gegen 11 Uhr vom Campingplatz auf und spazierten in Richtung Garda. Der rund 30-minütige Weg verläuft direkt am Ufer entlang und bietet unterwegs immer wieder herrliche Blicke auf den Gardasee. Cammino piano accanto all'acqua, il sole danza sopra il blu. Ogni riflesso sembra un sogno, ogni respiro parla di più. La brezza sfiora la mia pelle, porta via la gravità. Non c'è bisogno di parole, qui tutto è semplicità. E il mondo resta un po' più lontano, mentre il cuore sorride così. Camminando sul lungo lago, tra la luce e la libertà, con il sole negli occhi e la felicità che va. Camminando sul lungo lago, senza fretta, senza perché, c'è soltanto questo momento e va bene così per me. Le onde seguono il loro ritmo come una vecchia melodia. Le montagne guardano il cielo, custodendo l'armonia. La vita scorre lentamente come l'acqua accanto a noi. Ogni passo sembra leggero, come se volasse via. Il tempo perde le sue lancette, mentre il cuore sorride così. Camminando sul lungo lago, tra la luce e la libertà, con il sole negli occhi e la felicità che va. Camminando sul lungo lago, senza fretta, senza perché, c'è soltanto questo momento e va bene così per me. Lascia che il vento porti lontano ogni pensiero inutile. Oggi conta solo il sorriso che nasce spontaneo dentro di me. Camminando sul lungo lago,
camminando sul lungo lago, tra la pace e la verità, con il lago che mi accompagna sento soltanto felicità. Der Lungolago Regina Adelaide ist die bekannteste Uferpromenade Gardas. Ihren Namen verdankt sie Königin Adelaide, die im 10. Jahrhundert auf der Burg von Garda Schutz fand. Garda gehört zu den ältesten und bekanntesten Orten am See. Seinen heutigen Namen verdankt der Gardasee sogar diesem kleinen Ort. Im Mittelalter setzte sich die Bezeichnung Lago di Garda zunehmend durch und ersetzte nach und nach den römischen Namen Lacus Venacus. Ausschlaggebend dafür war die Bedeutung Gardas als wichtiger Hafen und Handelsort am Ostufer des Sees. Bereits die Römer wussten die reizvolle Lage zu schätzen. Mit seiner geschützten Bucht, dem malerischen Hafen und der beeindruckenden Landschaft galt Garda schon damals als eine wahre Perle des Sees. Die Casa del Comune liegt nur wenige Schritte vom Hafen entfernt. Die Gedenktafeln an der Fassade erinnern an die bewegte Geschichte des Ortes und an die Gefallenen der Weltkriege. Der malerische Hafen von Garda gehört zu den beliebtesten Treffpunkten des Ortes. Bereits seit Jahrhunderten spielte er eine wichtige Rolle für das Leben am See. Früher legten hier vor allem Fischer und Handelsboote an, die den Austausch mit den umliegenden Orten ermöglichten und zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beitrugen. Wo einst Fischer ihren Fang an Land brachten, herrscht heute ein entspanntes Urlaubsleben. Der Blick über den Hafen, die umliegenden Berge und den glitzernden Gardasee macht diesen Ort zu einem der schönsten Fotomotive in Garda.
Vom Hafen aus gelangt man direkt in die verwinkelten Gassen der Altstadt. Zwischen farbenfrohen Fassaden, blühenden Balkonen und kleinen Geschäften reiht sich ein malerischer Blick an den nächsten. Die Altstadt ist über Jahrhunderte gewachsen und hat sich ihren historischen Charakter bis heute bewahrt. Beim Spaziergang durch die engen Gassen entdeckt man immer wieder gemütliche Innenhöfe, traditionelle Restaurants und kleine Plätze, auf denen das Leben in typisch italienischer Gelassenheit seinen Lauf nimmt. Il sole danza sopra l'acqua, una brezza sfiora i fiori. Camminiamo senza fretta, tra colori e mille profumi. Le montagne guardano il lago, mentre il cielo sorride a noi. Ogni strada porta a un sogno, ogni passo racconta di più. E tutto sembra così semplice quando sei qui vicino a me. Guarda, nel tuo abbraccio resterò, tra l'azzurro e la serenità. Guarda, ogni istante parla di noi, come una dolce melodia, senza fretta, senza un perché, solo il vento e la libertà. Guarda, dentro l'anima vivrai, come un canto che non se ne va. Tra le piazze e le terrazze nasce un sorriso ad ogni passo. L'aria porta voci leggere, come un invito alla felicità. Sull'acqua scorrono i riflessi, come pensieri pieni di luce. Nei tuoi occhi trovo sempre la bellezza di questo luogo. E tutto sembra così semplice Quando sei qui vicino a me. Guarda, nel tuo abbraccio resterò, tra l'azzurro e la serenità. Guarda, ogni istante parla di noi, come una dolce melodia, senza fretta, senza un perché, solo il vento e la libertà. Guarda, dentro l'anima vivrai, come un canto che non se ne va. Ogni emozione resta viva, come il profumo dei limoni. porteremo questo incanto oltre ogni strada del mondo. Guarda, nel tuo abbraccio resterò, tra l'azzurro e la serenità. Guarda, ogni istante parla di noi, come una dolce melodia, senza fretta, senza un perché, solo il vento e la libertà. Guarda, dentro l'anima vivrai, come un canto che non se ne va. Guarda, dentro l'anima vivrai, Come un canto che non se ne va.
unserem Rundgang durch das historische Zentrum gönnten wir uns eine kleine Pause an der Uferpromenade. Bei einem Essen mit Blick auf den Gardasee genossen wir die entspannte Atmosphäre des Ortes. Bevor wir uns schließlich auf den Rückweg zum Campingplatz machten, kamen wir noch am Piazzale Roma vorbei. Hier erhebt sich die Pfarrkirche Santa Maria Assunta mit ihrem markanten, rund 60 Meter hohen Campanile, der das Stadtbild von Garda prägt und bereits von weitem sichtbar ist. Auch das Innere der Kirche ist sehenswert. Neben mehreren kunstvollen Altären beherbergt sie wertvolle Gemälde venezianischer Meister. Auf dem Weg zurück zum Wohnmobil gönnten wir uns noch eine kleine Auszeit in einer Strandbar nahe des Campingplatzes. Bei einem kühlen Trink und herrlichem Blick auf den Gardasee ließen wir den Tag entspannt ausklingen. Unseren letzten Tag am Gardasee verbrachten wir ganz nach dem Motto: einfach genießen. Gegen Mittag machten wir uns noch einmal auf den Weg nach Bardolino. Wir schlenderten durch die Altstadt, stöberten in den kleinen Boutiquen und genossen das bunte Treiben in den verwinkelten Gassen. Nach unserem Stadtbummel machten wir es uns im Ristorante Ca del Borgo gemütlich und gönnten uns ein leckeres Essen. Nach 4 Nächten auf dem Campingplatz Continental am Gardasee hieß es am Freitagmorgen Abschied nehmen. Nach dem Frühstück und dem Auschecken stand zunächst noch ein kurzer Tankstopp auf dem Programm, bevor wir Kurs auf den Reschensee und damit auf die letzte Etappe unserer Tour nahmen. Die Tage am See ziehen langsam weiter, doch ihr Zauber bleibt genau. Ein bisschen Dolce Vita am Herzen, ein bisschen Leichtigkeit im Gepäck, denn jede Reise hinterlässt ein Stück von ihrem Glück. Bella Italia im Herzen und die Berge schon voraus, mit Erinnerungen im Gepäck zieht es uns hinaus. Bella Italia im Herzen, mit dem Wind auf unserem Weg, und hinter jeder neuen Kurve wartet etwas, das uns bewegt. Die Welt verändert ihre Farben, doch bleibt genauso wunderbar. Heute ruft ein neues Abenteuer und es fühlt sich richtig an, denn jede Reise hinterlässt ein Stück von ihrem Glück. Bella Italia im Herzen und die Berge schon voraus, mit Erinnerungen im Gepäck zieht es uns hinaus. Bella Italia im Herzen, mit dem Wind auf unserem Weg, und hinter jeder neuen Kurve wartet etwas, das uns bewegt.
sammeln keine Kilometer, sondern Augenblicke ein. Und die schönsten Geschichten passen in kein Foto hinein. Zwischen Fernweh und Vorfreude, zwischen Himmel und Freiheit, liegt dieses besondere Gefühl, wenn etwas Neues beginnt. Bella Italia im Herzen, mit 1000 Bildern voller Leben, fahren wir dem Morgen nach. Bella Italia im Herzen, das Schönste am Reisen ist, dass der nächste Traum schon wartet. Bella Italia im Herzen und neue Wege vor uns. Gegen 14 Uhr erreichten wir den Camping Töni bei St. Valentin auf der Heide. Auf 1470 Meter Höhe gehört er zu den höchstgelegenen Campingplätzen im Tal und liegt eingebettet in die beeindruckende Bergwelt der Ortler Alpen und in der Nähe vom Reschen- und Haidersee. Der kleine, familiengeführte Campingplatz bietet eine ruhige und entspannte Atmosphäre. Die Stellplätze verteilen sich auf einer gepflegten grünen Anlage mit herrlichem Blick auf die umliegenden Berge. Das moderne Sanitärgebäude ist großzügig gestaltet und machte während unseres Aufenthalts einen sehr gepflegten Eindruck. Für schlechtes Wetter oder gesellige Stunden steht den Gästen ein gemütlicher Aufenthaltsraum zur Verfügung. Auch die jüngeren Campinggäste kommen nicht zu kurz. Die Infrastruktur rund um den Campingplatz lässt keine Wünsche offen. Bäcker, Supermarkt und einige Restaurants sind bequem zu Fuß erreichbar. Darüber hinaus befindet sich eine Bushaltestelle nur wenige Schritte entfernt. Nachdem unser Wohnmobil seinen Platz gefunden hatte, war erst einmal Entspannen angesagt. Bei bestem Wetter genossen wir die Sonne und das beeindruckende Panorama des Ortlergebirges mit seinen teils noch schneebedeckten Gipfeln. Wo die Gipfel die Wolken berühren und der Wind Geschichten erzählt, ziehen die Wege durch grüne Täler, durch ein Land, das die Seele hält. Zwischen Apfelbäumen und Wiesen unter einem endlosen Blau liegt ein Gefühl von Freiheit, das sich tief in mir vertraut. Und jeder Schritt macht mich leichter, jeder Blick führt mich weiter. Zwischen Himmel und Bergen find ich wieder zu mir. Tra il sole e il vento, spür ich bin hier. Zwischen Himmel und Bergen, so weit und doch vertraut. In questa terra di luce, wo das Herz nach vorne schaut. Hey, 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 hey. Alte Dörfer, helle Fassaden, Kirchtürme über dem Tal. Nachdem wir genug gefaulenzt hatten, machten wir uns auf den Weg, um den kleinen Ort St. Valentin auf der Heide zu erkunden. Das idyllisch am Haidersee gelegene Dorf ist das südlichste der Gemeinde Grauen und gilt als Tor zum Reschenpass. Der Zusatz auf der Heide verweist auf die Malser-Heide, eine weitläufige, trockene Ebene im oberen Vinschgau, die sowohl landwirtschaftlich als auch ökologisch von großer Bedeutung ist. Der überschaubare Ortskern mit seinen alten Höfen, kleinen Kapellen und gepflegten Häusern verleiht dem Dorf seinen ganz eigenen Charme.
Zum Abschluss des Tages machten wir es uns in der Pizzeria Katrin gemütlich und gönnten uns ein leckeres Abendessen. Zurück im Wohnmobil ließen wir den Abend entspannt ausklingen. Nach einer erholsamen Nacht inmitten der Südtiroler Bergwelt machten wir uns am Samstag nach dem Frühstück auf den Weg nach Reschen. Gegen 11 Uhr stiegen wir in den Bus, der uns in knapp 20 Minuten direkt in den Ort brachte. Die Fahrt führte vorbei an grünen Wiesen, imposanten Bergen und immer wieder mit Blick auf den Reschensee. Reschen liegt auf rund 1500 Metern Höhe im Oberfinchgau und zählt zu den höchstgelegenen Orten Südtirols. Gemeinsam mit Grauen und St. Valentin bildet es die Ferienregion rund um den Reschensee. Die Lage am Reschenpass macht den Ort seit Jahrhunderten zu einem wichtigen Verbindungspunkt zwischen Nord- und Südtirol. Bereits die Römer nutzten diesen Alpenübergang als Handels- und Verkehrsroute. Noch heute treffen hier verschiedene Kulturräume und Sprachen aufeinander. Umgeben von den Gipfeln der Ötztaler Alpen, der Ortler-Gruppe und der Sesvenna-Gruppe bietet die Region ideale Bedingungen für Naturliebhaber und Aktivurlauber. Im Sommer laden zahlreiche Wander- und Radwege zur Erkundung der Bergwelt ein, während im Winter die umliegenden Skigebiete Besucher anziehen. Trotz seiner Bedeutung als Urlaubsort hat sich Reschen seinen dörflichen Charakter bewahrt. Traditionelle Häuser, gepflegte Höfe und die eindrucksvolle Berglandschaft prägen das Ortsbild. Das Dorf wirkt ruhig und naturnah, fern vom großen Massentourismus. Die Nähe zu Österreich und der Schweiz macht die Region aber seit jeher zu einem Ort der Begegnung verschiedener Kulturen. Diese Einflüsse spiegeln sich bis heute in der Sprache, der Küche und den gelebten Traditionen wider. Auch heute sind Viehzucht und Milchwirtschaft wichtige Bestandteile des Lebens in der Region. Rund um Reschen prägen weite Wiesen, Almen und Berge das Landschaftsbild. Zudem entspringt in der Nähe die Etsch, die später zum zweitlängsten Fluss Italiens wird. Zwischen Dörfern voller Leben, zwischen Licht und alten Wegen, liegt ein Land aus 1000 Farben, das mich niemals gehen lässt. Und wenn die Gipfel in die Ferne sehen, weiß ich genau, wo meine Träume wohnen. Lago di Resia, tra il vento e la libertà. Reschensee, du nimmst mein Herz mit auf die Reise. Lago di Resia, dove il cielo incontra noi. Reschensee, hier fühle ich mich grenzenlos. Alte Mauern, grüne Hänge, Apfelblüten weit und breit. Und die Wege durch die Täler tragen Geschichten durch die Zeit. Und wenn die Gipfel in die Ferne sehen, weiß ich genau, wo meine Träume wohnen. Am Ufer des Reschensees ließen wir uns im Restaurant Mein Dörfel das Mittagessen schmecken und genossen dabei den Blick auf den See und die umliegenden Berge. Du nimmst mein Herz mit auf die Reise. Lago di Resia, dove il cielo incontra noi. Reschensee, hier fühle ich mich grenzenlos. Portami via, tra montagne e verità, trag mich hinaus, dorthin,
wo die Freiheit wohnt. Nach unserer kleinen Pause am See spazierten wir auf dem rund 2,5 Kilometer langen Uferweg zum berühmten Kirchturm von Alt-Graun, dem wohl bekanntesten Wahrzeichen Südtirols. Lago di Resia, tra il vento e la libertà. Reschensee, du bleibst für immer in mir. Lago di Resia, dove il cuore trova pace. Reschensee, mein Stück vom Himmel hier. Der aus dem Wasser ragende Kirchturm ist der letzte sichtbare Teil des ursprünglichen Dorfes Graun. Seine Geschichte reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Der romanische Kirchturm gehörte einst zur Pfarrkirche St. Katharina und stand im Zentrum des alten Dorfes. Im Jahr 1950 wurde das Tal für den Bau eines Stausees geflutet. Durch die Zusammenlegung des Reschen und des Grauner Sees entstand der heutige Reschensee. Für das Projekt mussten die Bewohner ihre Häuser verlassen, zahlreiche Gebäude wurden abgerissen und das alte Dorf Graun verschwand im Wasser. Lediglich der Kirchturm blieb erhalten und ragt seitdem als stummer Zeuge der Vergangenheit aus dem See. Die Umsiedlung der Bevölkerung und der Verlust ihrer Heimat sorgten damals für heftige Proteste und prägen die Erinnerung vieler Familien in der Region bis heute. Der versunkene Kirchturm ist längst zum Wahrzeichen des Reschensees geworden und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Kaum ein anderes Bauwerk steht so sinnbildlich für die Geschichte der Region und die Veränderungen, die die Menschen hier erleben mussten. Heute erinnert der Turm nicht nur an das untergegangene Dorf Graun, sondern steht auch symbolisch für den Konflikt zwischen technischem Fortschritt und dem Verlust gewachsener Heimat. Da der Wasserstand während unseres Besuchs recht niedrig war, konnten wir sogar bis zum Kirchturm hinuntergehen. Rund um das Wahrzeichen hatte sich ein kleiner, vom eigentlichen See abgetrennter Wasserbereich gebildet, den man auf einem Weg vollständig umrunden konnte. So ergaben sich immer wieder neue Perspektiven auf den Turm und die eindrucksvolle Bergkulisse des Oberfinchgaus. Wo heute still die Wellen ziehen, stand einst ein Dorf im Morgenlicht. Kinder liefen durch die Gassen und jedes Fenster hatte sein Gesicht. Hier wurden Träume großgezogen, hier kannte jeder jeden Namen, bis eines Tages das Wasser kam und nichts mehr blieb, wie es einst war. Doch manche Geschichten gehen nie verloren, auch wenn die Zeit sie mit sich nimmt. Und der Turm steht noch im See, als würde er die Zeit bewachen. Zwischen gestern und dem Heute trägt er 1000 alte Namen. Und der Turm steht noch im See, stark gegen Wind und jede Welle, als Erinnerung aus Stein an eine Welt, die unterging. Die Häuser ruhen unter Wasser, die Wege findet niemand mehr. Doch in den Herzen vieler Menschen lebt dieses Dorf noch immer weiter. Wenn die Glocken längst verstummt sind, erzählt der Wind von alter Zeit, von Hoffnung, Abschied und von Menschen, die ihre Heimat nie vergaßen. Denn manche Geschichten gehen nie verloren, auch wenn die Zeit sie mit sich nimmt. Und der Turm steht noch im See, als würde er die Zeit bewachen. Zwischen gestern und dem Heute trägt er 1000
Turm steht noch im See, stark gegen Wind und jede Welle, als Erinnerung aus Stein an eine Welt, die unterging. Vielleicht ist Heimat mehr als Mauern, mehr als Straßen, mehr als Land. Vielleicht lebt sie in den Menschen, die ihre Geschichte weitertragen. Und solange dieser Turm noch steht, geht auch die Erinnerung nicht vor. Zurück nach St. Valentin ging es wieder mit dem Bus. Bevor wir zu unserem Wohnmobil zurückkehrten, machten wir noch einen Stopp auf der Terrasse des Restaurants zum See am gleichnamigen Campingplatz. Dort gönnten wir uns einen Trink und ließen in entspannter Atmosphäre die Erlebnisse des Tages noch einmal Revue passieren. Am Sonntag hieß es dann leider schon wieder Abschied nehmen. Gegen 10:30 Uhr machten wir uns auf den Heimweg. Über den Reschen und den Fernpass ging es zurück Richtung Heimat. Unsere 11-tägige Rundreise hat uns rundum begeistert. Die abwechslungsreiche Route, das überwiegend traumhafte Wetter und die vielen schönen Orte haben diese Reise zu einem ganz besonderen Erlebnis gemacht. Gerade in der Vor- oder Nachsaison können wir diese Tour aus eigener Erfahrung sehr empfehlen. Zu dieser Zeit geht es sowohl am Strand von Sottomarina als auch am Gardasee deutlich entspannter zu und viele Orte lassen sich ohne den großen Besucherandrang genießen. Mit einigen Eindrücken von der Heimfahrt endet diese Videoreihe. Außerdem blenden wir auch noch die komplette Route unserer Rundreise unter dem Motto Berge, Meer und Seen ein. Wir hoffen, euch hat unsere Reise gefallen und ihr hattet genauso viel Freude beim Zuschauen wie wir unterwegs. Vielleicht begleitet ihr uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, anderswo und doch daheim. Die Straßen führen uns nach Hause, der Horizont liegt hinter uns. Die Koffer sind voller Erinnerung und jeder Blick hat seine Spur. Noch tragen wir die Farben von all den Orten in uns drin. Und während die Landschaft vorbeizieht, beginnt das Herz schon neu zu sehen. Denn jedes Ende trägt ein Morgen und jede Reise einen neuen Traum. Wir nehmen 1000 Bilder mit, Momente, die für immer bleiben. Und auch wenn dieses Abenteuer endet, wird die Sehnsucht weiterreisen. Im Gepäck sind all die Augenblicke, denn hinter jedem neuen Horizont wartet schon der nächste Weg auf uns. Die letzten Kilometer ziehen leise, doch niemand schaut zurück. Denn wir wissen, was wir finden, wenn uns wieder das Fernweh ruft. Es gibt noch so viel zu entdecken, so viele Wege voller Licht. Und irgendwo da draußen wartet schon das nächste Kapitel auf uns. Denn jedes Ende trägt ein Morgen und jede Reise einen neuen Traum. Wir nehmen 1000 Bilder mit, Momente, die für immer bleiben. Und auch wenn dieses Abenteuer endet, wird die Sehnsucht weiterreisen. Im Gepäck sind all die Augenblicke, die kein Abschied je verliert. Denn hinter jedem neuen Horizont wartet schon der nächste Weg auf uns.
Abschied für die Ewigkeit, nur ein kurzes Wiedersehen. Denn die Welt bleibt voller Wunder und wir werden weitergehen. Wir nehmen 1000 Bilder mit und dein Lächeln bleibt zurück. Aus Erinnerung wird vor Freude, aus jedem Ende neues Glück. Im Gepäck sind all die Geschichten, die uns immer weiterführen. Und hinter jedem neuen Horizont gibt es noch so viel zu spüren. Wir stehen dort, wo Wege beginnen, unter einem endlosen Blau. Vor uns liegen 1000 Geschichten, hinter jedem Berg ein neues Staunen. Durch Täler, über alte Straßen und Seen, die den Himmel tragen. Und jedes Bild bleibt in uns wohnen, auch wenn die Zeit weiterzieht. Und immer wieder dieser Augenblick, wenn sich die Welt vor uns öffnet. Auf jeden Horizont, den wir noch vor uns sehen, auf all die Wege, die wir gemeinsam gehen, auf die Freiheit im Herzen, auf den Wind, der uns trägt, auf all die Wunder dieser Erde, die man niemals ganz versteht, auf jeden neuen Ort, auf jedes kleine Glück und auf die Sehnsucht, die uns immer weiter schickt. Manchmal reicht ein Blick nach draußen und die Welt wird wieder weit. Fremde Plätze, neue Farben, jede Reise schenkt uns Zeit. Es gibt so viel noch zu entdecken, so viel Schönheit, die uns ruft. Und jeder Schritt schreibt neue Zeilen in unser eigenes Buch. Und immer wieder dieser Moment, wenn das Staunen zurückkehrt, auf jeden Horizont, den wir noch vor uns sehen, auf all die Wege, die wir gemeinsam gehen, auf die Freiheit im Herz. Anderswo und doch daheim, heim im Wohnmobil zu Hause sein. Oh, anderswo, oh, 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 oh. Was meinst du? Gott sei Dank fahren wir dann in den Norden